Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und ihr seid auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Ich wollte euch ja zeigen, wie ich hier mein T-Shirt mit diesem V-Ausschnitt gehäkelt habe. Und ja, dafür wollte ich euch so ein kleines Video dazu machen. Nur so, wie ich es gehäkelt habe. Ja, ich habe halt verschiedene Sachen ausprobiert. Und ja, wollte das gerne mit euch teilen. Ja, ich würde sagen, starten wir mal. Und zwar, wir starten von oben. Wir häkeln von oben nach unten und später dann noch die Arme dran. Ich habe hier so ein ganz einfaches Garn aus dem NKD, eine 3er bis 4er Nadel geeignet. Ich werde das auch ein paar Nummern kleiner häkeln. Und zwar, ja, ich denke mal, das wird dann, weiß nicht, eine 36, eine 38. Ich kann es euch gar nicht so genau sagen. Es wird halt kleiner, so dass es halt meiner Tochter einfach passt. Ich habe für mich, ich trage 42, das hier ist aber größer, das ist sozusagen ja so eine Art Boyfriend-Style. Also es ist, sitzt wunderbar locker. Und die Maschenanzahl, die ich bei mir genommen habe, sage ich euch dann einfach dazu. Ja? Ja. Ich wickel mir gerade ein bisschen Garn mal ab. Und das hier werde ich jetzt mit einer 4,5er Nadel häkeln. Wir starten auch ganz einfach und machen uns erstmal unsere Schlaufe, also unseren Start. Und dann brauchen wir mit der Wendeluftmasche 56 Luftmaschen, die wir einfach ganz locker, also wirklich locker anschlagen. Wie gesagt, bis zu 56. So, also 56 Maschen haben wir jetzt. Und die 56. ist unsere Wendemasche. Und jetzt gehen wir hin. Hier ist ja unsere Wendemasche. Und wir häkeln hinten in unsere Erhebung. Also ihr habt ja hier vorne das V und wenn ihr das so ein bisschen dreht, seht ihr ja hier so einen kleinen Hügel bei eurer Arbeit. Und in diesen Hügel häkeln wir jetzt unsere Masche. Ganz normale, feste Maschen. Und zwar einmal komplett zurück. Ihr könnt auch für die Luftmaschenkette eine Nadelstärke größer nehmen. Falls ihr fest häkelt, dann müsst ihr da nicht so viel rumfriemeln, dass ihr da in den hinteren Teil oder unteren Teil in diesen Hügel da reinkommt. Ja. Wie gesagt, jetzt einmal mit festen Maschen komplett zurück. Ich hole euch jetzt auch gleich, wenn wir mit dem Muster da starten, dichter. Nur ich dachte hier bei den Luftmaschen und jetzt auch bei den festen Maschen ist das nicht so schlimm, wenn die Einstellung ein bisschen weiter weg ist. Der Grund, warum wir sozusagen in diesen hinteren Maschenteil häkeln oder unteren Maschenteil, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, ist, damit ihr nachher vorne eine schönere Kante habt einfach. Ja? Sonst hat das keinen Beweggrund.
So, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt den Faden hier einfach mit umschlagen, euren Anfangsfaden, und den mit verhäkeln. Oder ihr lasst ihn einfach hängen und vernäht ihn später. So, ich hole euch jetzt ein bisschen dichter. Und jetzt starten wir sozusagen hier mit unserem Mustersatz. Ja? So, wir machen 3 Luftmaschen, 3, und wenden unsere Arbeit. Dann gehen wir hier direkt in die erste Masche, hier vorne, holen den Faden und machen dort 3 Stäbchen rein. 1, 2 und 3. Das wird sozusagen jetzt unser V-Ausschnitt. Also der läuft jetzt hier dann immer weiter runter. So, dann kommt eine Luftmasche. Wir überspringen die nächste Masche, weil wir ja unsere Luftmasche gemacht haben, machen in die darauf folgende Masche, also eine übersprungene Masche, in die zweite Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal in dieselbe Masche ein Stäbchen. Das wird sozusagen unsere Ecke oder eine der 4 Ecken für jetzt unseren Schulterbereich zu starten. Ja? Dann wieder eine Luftmasche. Wir überspringen die nächste und machen in die zweite Masche, also die übersprungene Masche, erste, die zweite Masche, ein Stäbchen. In die nächste Masche folgt auch ein Stäbchen. Und noch ein Stäbchen. Also wir haben unsere Ecke, eine freie, und dann folgen 3 Stäbchen in die nächsten Maschen. Dann kommt wieder eine Luftmasche. Wir überspringen die nächste und machen in die darauf folgende wieder ein Stäbchen. Nochmal ein Stäbchen in die nächste Masche und noch ein Stäbchen in die nächste Masche. Wartet, ich mache das da mal rüber. So. Und das folgt jetzt noch einmal. Das heißt, wir machen eine Luftmasche, überspringen die nächste und in die darauf folgende kommt ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Also hier ist unsere Ecke und es folgen jeweils so ein Block mit 3 Stäbchen. Also Luftmasche, 3 Stäbchen, Luftmasche, 3 Stäbchen, Luftmasche, 3 Stäbchen. Und noch einmal eine Luftmasche und jetzt kommt in die darauf folgende Masche von der übersprungenen Masche noch einmal so ein V. Also einmal ein Stäbchen rein, eine Luftmasche und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier von da bis da unseren Schulterbereich. Und hier vorne, das wächst ja nachher sozusagen als ein V zusammen. Jetzt kommt der Rückteil. Ich zeige es euch gerade mal noch hier an dem. Also wir haben jetzt hier unseren Schulterbereich gemacht. Ja. Und jetzt kommt hier zu sagen der Rückteil. Die Maschenanzahl von meinem sage ich euch gleich noch. Ich will euch jetzt nur nicht durcheinander bringen. Das machen wir gleich, wenn hier das
fertig ist. So, jetzt folgen von diesen Blöcken, von diesen Dreierblöcken, folgen 5. Also wir machen jetzt 5 Mal dieses 3 Stäbchen, eine Luftmasche. Ja, also die Luftmasche habe ich jetzt schon, ich überspringe die nächste Masche und jetzt folgen 3 Stäbchen. Und das Ganze 5 Mal. So, eine Luftmasche, überspringen und da rein unser Stäbchen. Luftmasche, die nächste überspringen und in die Folgemasche noch einmal die Stäbchen. 1, 2, 3. Jetzt haben wir 3 davon. Wir wollen aber ja 5, also fehlen noch 2. Also nochmal eine Luftmasche, überspringen und noch einmal 3 Stäbchen in die nachfolgenden Maschen. 2 und 3. Nochmal eine Luftmasche, überspringen und noch einmal die 3 Stäbchen. 2 und 3. Eine Luftmasche, die Masche überspringen und in die darauf folgende das Vogel-V häkeln. Also ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, und jetzt seht ihr es, jetzt haben wir hier bei unserem Rückteil 5 Blöcke mit diesem Dreier Stäbchen. Ja. So, jetzt kommt noch mal nach unserem V ein Stäbchen, eine Luftmasche, Entschuldigung. Wir überspringen die nächste und da folgen dann noch einmal die 3 Stäbchen. 2 und 3. Eine Luftmasche, die überspringen und hier rein noch einmal 1, 2 und 3. Und da wir das ja hier auf der Seite 3-mal haben, machen wir das hier auf der Seite auch, also fehlt uns noch einer. Also eine Luftmasche, den überspringen und hier rein unsere 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Eine Luftmasche, diese überspringen und hier kommt unser V rein. Also ein Stäbchen, eine Luftmasche und in dieselbe Masche ein Stäbchen. Jetzt müsstet ihr noch 2 Maschen übrig haben. Das heißt, wir machen eine Luftmasche und häkeln hier in die letzte Masche 4 Stäbchen rein. 1, 2, 3 und die 4. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier unsere Faust, sozusagen, das wird vorne, das ist unser Schulterbereich und das ist hinten. Ja? Und hier häkeln wir jetzt so weit, wie ihr das möchtet. Wie gesagt, das hier ist jetzt sozusagen die Größe für meine Tochter. Die trägt jetzt 174. Also würde ich schon sagen, ich weiß nicht, ein XS, keine Ahnung. Das
passt ihr aber. Ja, so, und das, wie gesagt, sind die mit Wendeluftmasche 56 Maschen. Und ich habe bei mir mit Wendeluftmaschen hier oben, ups, Entschuldigung, hier habe ich insgesamt 72 Maschen. Ja? Und ich habe immer hier an den Schultern zum Beispiel, seht ihr, habe ich 1, 2, 3, 4 Mal diesen Dreierblock. Und hier vom Rückteil 1, 2, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Blöcke sozusagen. Von einem V zum anderen V. Genau. Also wie gesagt, ich habe insgesamt bei meinem diese Luftmaschenkette mit Wendeluftmasche 72 Maschen angeschlagen. Ja. So, und jetzt machen wir weiter. Jetzt wird es super einfach, weil so häkelt ihr jetzt einfach, wie wir jetzt häkeln, einfach weiter bis zu dem Punkt, wo ihr sagt, der V-Ausschnitt reicht mir so, und dann könnt ihr da zusammenfassen, und wenn die Arme passen, könnt ihr die Arme nachher einfach schließen. Das habe ich bei mir auch gemacht. Also mein V-Ausschnitt geht ein bisschen, hier sind die Arme, mein V-Ausschnitt ist ist ein bisschen höher wie die Arme. Also der ist 2 Reihen unterhalb von dem V-Ausschnitt. Sind die Arme zusammengenommen. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Also wir gehen jetzt hoch mit 3 Luftmaschen. 2, 3. Wenden die Arbeit und machen hier in diesen Zwischenraum 3 Stäbchen. Wir häkeln jetzt auch nur noch in den Zwischenraum, also wird nichts mehr gezählt, sondern einfach stur in den Zwischenraum häkeln. Und zwar 4, dass wir insgesamt 4 Stäbchen haben. Also jetzt haben wir 1, 2, die Luftmaschen zählen als Stäbchen. Also 1, 2, 3 und 4. Ja, und dann seht ihr, das wandert dann immer weiter runter als ein V. Jetzt kommt eine Luftmasche und hier haben wir vor unserem V auch einen Zwischenraum und dort häkeln wir jetzt 3 Stäbchen rein. 1, 2, 3. Eine Luftmasche. Und dann häkeln wir unsere Ecke, unser V. Also in diesem Zwischenraum das V häkeln. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch einmal ein Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt direkt hier in den nächsten Zwischenraum wieder 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Eine Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum noch einmal 3 Stäbchen. 2, 3. Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum 3 Stäbchen. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Deswegen ist das ein super einfaches Muster. Oder Muster, es ist sehr leicht zu häkeln, finde ich jetzt. Man muss sich nicht viel konzentrieren, es passt einfach. Luftmasche, wenn ihr die 3 Stäbchen habt. Und jetzt sind wir wieder bei unserem V. Und da gehen wir hier wieder vorne dran in den Zwischenraum und häkeln 3 Stäbchen. 3. Eine Luftmasche und wir häkeln unsere Ecke. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen.
So. Jetzt kommt nach dem V nochmal ein Stäbchen, eine Luftmasche und in den folgenden Zwischenraum direkt danach noch einmal 3 Stäbchen. Na, 3. Eine Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum wieder 3 Stäbchen. Und das machen wir bis zum nächsten V sozusagen. Ja. So, hier sind wir wieder bei dem V. Das heißt, hier vorne dran den Zwischenraum kommen noch einmal 3 Stäbchen und die Luftmasche. Die Luftmasche. Und jetzt kommt unser V in das V, also ein Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. So, und jetzt sind wir bei dem Arm wieder. Also eine Luftmasche und hier wieder direkt danach 3 Stäbchen in den Zwischenraum. Eine Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum noch einmal 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und wieder vor das V 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und in das V ein V häkeln, also ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Dann sind wir jetzt wieder vorne angelangt, also eine Luftmasche, in den Zwischenraum wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche und jetzt sind wir hier bei unseren 4 angekommen und da häkeln wir hier vorne zwischen dem letzten sozusagen und dem vorletzten. Da häkeln wir unsere Stäbchen rein und zwar 4 Stück. 1, 2, 3 und 4. So. Und jetzt hole ich euch noch mal kurz ein bisschen raus, damit ihr das noch mal ein bisschen besser seht. So, seht ihr? Und jetzt läuft das hier vorne so langsam zusammen. Und dadurch bekommt ihr einen kleinen V-Ausschnitt zusammen. Und dieses Muster, das häkeln wir jetzt, bis wir so lange, bis ihr zufrieden seid einfach. Bis die Arme halt passen oder wenn euch der V-Ausschnitt tief genug ist, könnt ihr den auch vorher schon zusammenfassen. Wir häkeln jetzt einfach mal noch ein Stückchen weiter, aber ich zeige euch das dann, wie ich es mache, wie ich den V-Ausschnitt und die Arme zusammen häkeln. Wir gehen jetzt wieder hoch mit 3 Luftmaschen, wenden die Arbeit und machen wieder hier zwischen den ersten und dem zweiten Stäbchen noch 3 Stäbchen rein, so dass wir vorne immer auf 4 kommen. Und 3. Ja, also immer, dass wir hier auf 4
Maschen kommen. Also 1, 2, 3, 4. Ja? Eine Luftmasche und in den Zwischenraum wieder 3 Stäbchen. Also immer in den Zwischenraum 3 Stäbchen. Dann eine Luftmasche und wir sind wieder hier sozusagen jetzt vor unserem V und dort kommen jetzt auch noch mal 3 Stäbchen rein. Und 3. Eine Luftmasche und wir häkeln unser V. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, und jetzt sind wir schon wieder am Schulterbereich. Also in jeden Zwischenraum kommen 3 Stäbchen. Ja? Also Luftmasche und hier vorne direkt 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und noch einmal 3 Stäbchen. Ich häkel jetzt die Runde noch mit euch zusammen und dann häkel ich mal so weit, wie ich mein V-Ausschnitt und die Arme machen würde. 2 und 3. Ich zeige es aber euch, bevor ich die Sachen sozusagen zusammenhäkel, also Arme und das V hier, zeige ich euch das noch. Aber wie gesagt, es müssen ja erstmal ein paar Reihen sein, bevor wir überhaupt daran denken können, das zusammenzunehmen. Luftmasche und noch einmal 3 Stäbchen in den Zwischenraum. Und Luftmasche. Und wir sind wieder beim V. Und vorne dran 3 Stäbchen und eine Luftmasche. 3, eine Luftmasche und dann unser V. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in denselben Zwischenraum. Eine Luftmasche und direkt wieder 3 Stäbchen. So, wir sind jetzt wieder vorne vor dem V, also wieder 3 Stäbchen und eine Luftmasche und in das V ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und wir machen den Armbereich. Wieder vorne am V, 3 Stäbchen und eine Luftmasche. 3 Luftmasche und dann in das V häkeln. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Dann eine Luftmasche und vorne dran wieder 3 Stäbchen. 3. Eine Luftmasche und noch einmal hier 3 Stäbchen rein. Eine Luftmasche und wir sind hier am Ende, wo unsere 4 Stäbchen sind. Und da machen wir vor der letzten, zwischen die letzte und der vorletzten wieder unsere 4 Stäbchen rein. 3 und 4. So. Und so wächst unser Oberteil schön gerade. Und ihr seht es, Moment,
Man kann das hier auch, ja, je nachdem, was für Garn ihr nehmt, ist das Ganze schön flexibel. Also man kann das auch ein bisschen ziehen. Und wie gesagt, jetzt wird so lange gehäkelt, bis es euch groß genug ist, dass ihr unter den Arm zusammennehmt. Ich muss mal gucken, bei mir waren halt ein paar Reihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe 10 Reihen und dann unten drunter zusammengenommen. Ja. So, und beim V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Also die 12. habe ich dann zusammengehäkelt. Bei meinem. So, aber das häkel ich jetzt so weit, bis es bei meiner Tochter unter den Arm passt und dann kommt der V-Ausschnitt. Das zeige ich euch aber dann gleich. So, ich habe jetzt mal noch die Reihen für die Arme gemacht. Das sind jetzt 8 Reihen. Und ich wollte euch jetzt zeigen, wie wir vorne zusammennehmen sozusagen und auch die Arme noch machen. Ich mache jetzt gerade noch kurz meine Runde hier fertig, weil danach arbeite ich in Spiralrunden weiter. Also wenn ich vorne geschlossen habe, geht das dann in Spiralrunden einfach weiter. Genau. So. Ich mache jetzt hier auch noch mal 4 Stäbchen an das Ende. Und wenn ihr es ja hier seht, das ist jetzt ein schöner V-Ausschnitt. Also mir reicht der so. Ich habe ihn meiner Tochter jetzt mal sozusagen angehalten und das war vollkommen in Ordnung. Ich mache jetzt hier einfach eine feste Masche, indem ich das verbinde. Ich hole euch gerade noch mal näher, dass ihr das besser seht. Und dann zeige ich es euch gerade mal. Also hier habe ich jetzt wieder meine 4 Stäbchen reingehäkelt. Und hier haben wir die 4. Jetzt gehe ich einfach hin mit meiner Masche, steche in das erste ein, hole den Faden und mache eine feste Masche. So. Und damit das jetzt einfach normal weitergeht, werde ich jetzt hingehen mit diesen Kettmaschen einfach nach vorne gehen. Hier in meinen Zwischenraum rein und da gehe ich jetzt einfach nicht mit Luftmaschen hoch, sondern ich mache jetzt einfach ein Stäbchen. Damit wir in die Spiralrunde reingehen sozusagen. So, 3 Stäbchen und eine Luftmasche und dann geht es weiter. Wie gehabt, in jeden Zwischenraum 3 Stäbchen und dann eine Luftmasche. Das mache ich jetzt so lang, bis ich an den Armen bin. So, hier ist das V. Ich mache vorne dran wie gewohnt die 3 Stäbchen
mache hier rein, nee, stopp, erst die Luftmasche, Entschuldigung, mache hier rein ein Stäbchen. Mache die Luftmasche. Ich mache hier immer ein bisschen mehr. Bei ihr mache ich jetzt mal nur 3 Luftmaschen. Und dann hole ich mir die andere Ecke, auch das V, und mache da, achte darauf, dass das halt richtig rum ist, dass es richtig liegt, und mache hier auch ein Stäbchen. Jetzt wollte ich schon eine feste Masche machen, ein Stäbchen rein. So. Dann kommt wieder die Luftmasche und hier wieder die 3 Stäbchen in den Zwischenraum. So, und das mache ich jetzt weiter bis hier wieder zu dem V. Hier bei den Armen, das macht halt jeder unterschiedlich. Ich habe es jetzt so gemacht und ich werde auch hier nachher einfach noch einmal dieses draufsetzen, aber das zeige ich euch. Also ich zeige euch das so, wie ich das bei meinen Sachen immer mache. Ja. Ihr könnt das auch direkt zusammennehmen, anstatt da noch Luftmaschen einzufügen. Also das könntet ihr auch machen. Nur bei mir, also mir persönlich gefällt es besser bei mir, dass das so gemacht wird. Ja, genau. Also ihr könntet das auch direkt mit festen Maschen einfach verbinden, ja, anstatt die Luftmaschen einzufügen. Wenn ihr den V-Ausschnitt tiefer haben wollt, dann könnt ihr auch hingehen und noch, anstatt dann vorne zusammenzunehmen, einfach hier offen lassen, wieder zurückgehen und dann die Arme zusammennehmen und dann noch in diesen Hin- und Rückrunden arbeiten. Und den V-Ausschnitt dann halt später schließen. Ja, das ist freigestellt, das könnt ihr machen, wie euch das besser gefällt. Das ist ja kein Muss, nur ich finde jetzt, also für meine Tochter ist das so in Ordnung. Die hat auch gesagt, sie möchte keinen langen Pulli, sie möchte mehr diese kurzen Pulli, so, ja, weiß nicht, wie man den nennt, sie will sie halt so kurz haben, da sie nur bis zur Taille gehen oder ein bisschen über dem Bauchnabel sind einfach. Ja, deswegen wird er hier auch nicht so lang werden. Und deswegen habe ich gesagt, da muss der V-Ausschnitt auch nicht so tief sein einfach. Ich meine, sie hatte ja noch was drunter, selbstverständlich, aber trotzdem muss das ja nicht sein. Genau. So, jetzt sind wir gleich wieder am nächsten V. Hier kommt nochmal die 3 Stäbchen rein, die Luftmasche, ein Stäbchen, brauche ich noch mal ein bisschen Wolle, drei Luftmaschen und dann die andere Ecke holen und in das V das Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche und dann hier wieder wie gewohnt die 3 Stäbchen in den Zwischenraum. Und jetzt wird einfach weiter gehäkelt
Und dann gehen wir vorne in die Spiralrunden über. Das ist mir bei dem anderen Pulli nicht so gut gelungen. Ich weiß nicht, das habe ich immer wieder aufgemacht, weil es mir halt nicht gefallen hat. Aber ja, manchmal ist das und man lernt daraus. Ja. Und wie gesagt, ich kann es euch nur zeigen, wie ich das bei mir gemacht habe. Ihr könnt das auch gerne, wenn ihr es anders haben möchtet, ja anders häkeln. Manchmal kommt man ja dann auf eine Idee und probiert es aus und dann ist das doch auch in Ordnung. Das ist super. So. Jetzt bin ich gleich vorne. Ich zeige es euch nochmal. Ja, hier fängt unsere Runde ja an. Hier gehen wir nochmal rein. Eine Luftmasche und hier setze ich jetzt auch einfach einen hin. Ja, also ein ganz normale 3-mal die Stäbchen. Das habe ich bei meinem auch so gemacht. Dann mache ich eine Luftmasche und setze hier, wo ich ja mit dem Stäbchen hochgegangen bin, dort setze ich jetzt auch noch mal 3 Stäbchen rein. Eine Luftmasche und dann geht es weiter. Und 3. So. Und das fällt nachher nicht mehr auf. Also bei meinem hier, das sieht man nachher nicht mehr. Zumindest finde ich das. Also ich finde jetzt nicht, dass man das hier so stark sieht. Wenn man es weiß, sieht man es, ja, ist richtig. Aber so jetzt erstmal nicht. So, und dann gehen wir jetzt weiter bis an den Arm. So, jetzt kommen hier, also da wo wir das eine hatten, nochmal 3 Stäbchen rein. Und 3. Dann eine Luftmasche und hier, Moment, ich zeige es euch, hier mache ich jetzt auch 3 Stäbchen. Einfach um die Masche drumherum. 3, eine Luftmasche und hier wieder, wo wir das eine Stäbchen hatten, auch nochmal 3. 1, 2, 3. So. Seht ihr es? Und dann hat man den Arm halt ein bisschen größer. Und aber wie gesagt, ihr könnt das auch zusammenschließen, ohne diese Masche hier noch reinzumachen. Das könnt ihr ganz normal machen. Genau. So, gehen wir noch mal weiter, bis wir wieder hier sind. Dann zeige ich es euch da noch einmal komplett. Und dann zeige ich es euch bei meinem auch noch mal kurz, weil da sind ja ein paar mehr Maschen einfach. Das ist ja ein bisschen größer. Und sonst bleibt das Muster halt gleich. Ihr könnt es auch komplett ersetzen durch komplette Stäbchen. Dann macht ihr halt die Luftmasche nicht, sondern häkelt einmal komplett durch. Das kann man natürlich auch machen. Aber mir hat das Muster so im Sommer, für den Sommer ganz gut gefallen.
So, jetzt sind wir gleich wieder vorne am nächsten Arm. Und das könnt ihr dann auch so variieren, wie ihr das braucht. Wie gesagt, meine Tochter, oder hierfür habe ich ja jetzt 55 Maschen plus die eine Wendemasche. Und bei mir habe ich 71 Maschen plus eine Wendemasche, also 72. Und bei hier dem 56. Und das könnt ihr euch dann immer wieder aufteilen. Ja. Oder ihr startet immer mit den 72 Maschen und häkelt dann einfach so lang an den Armen runter, bis es euch passt. Das kann man ja dadurch, dass das ja dieses V vorne ist, variieren. Ja, das muss nicht heißen, dass man da immer komplett die Maschenanzahl ändert. So, jetzt sind wir wieder hier in unserer Ecke. Da mache ich wieder die 3 Stäbchen rein. Eine Luftmasche und hier an den Zwischenraum wieder 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, hier der Zwischenraum wieder 3 Stäbchen. Eine Luftmasche. So, jetzt gucken wir noch mal kurz vorne. Und dann kann man den Hals so lang häkeln, wie man das persönlich möchte. Also, ihr könntet daraus jetzt natürlich auch ein Kleid machen oder ihr lasst es vorne offen. Ich habe ja mit so einem V-Ausschnitt, den habe ich ja offen gelassen dann und habe da draußen eine Jacke gemacht, die man dann so ein bisschen wickeln konnte, weil ja die Spitzen immer weiter zugelaufen sind. Das habe ich auch gemacht. Und ja, hat mir auch gut gefallen. Also ja, mit dem Wickeln, da kam ich gar nicht drauf. Das hat nachher eine Kollegin von mir gesagt, wie ich die Jacke anhatte, hat sie dann gemeint, du, kannst du ja auch als Wickeljacke nehmen, wenn du das dann, oder als Wickeltop nehmen, wenn du das ja, um dich schlägst, einfach sozusagen. Genau. Und das fand ich auch, das ist eine schöne Idee gewesen. Das sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen. Aber der Pullover oder das T-Shirt, das finde ich auch gut. Das könnt ihr halt auch variieren, ob ihr jetzt lange Ärmelchen dran macht oder kurze Ärmelchen dran macht. Das könnt ihr dann so machen, wie es euch am besten gefällt. Oder Dreiviertelärmel. Ich mache ja eigentlich Tops immer gern oder Oberteile gern mit einem Dreiviertelarm. So, ich glaube, jetzt haben wir schon den Übergang. Genau. Seht ihr, und das fällt so nicht auf. Also je tiefer ihr nachher kommt, umso weniger fällt das auf. Ja, und hier an den Armen. Und das häkelt ihr jetzt einfach so weit, wie ihr das möchtet. Wir machen noch gerade den Arm hier zusammen, dass wir da schauen können. Und dann denke ich mal, häkel ich noch mal ein bisschen weiter. Dann zeige ich euch noch unten den Rand.
Was wir aber auch machen könnten noch, ist das, ja, den Arm zeige ich euch dann auch noch. Also unten den Abschluss zeige ich euch noch und den Abschluss und die Arme. So, seht ihr? Und hier habe ich jetzt einfach in den Zwischenraum, genauso wie vorne, einfach die 3 Stäbchen gesetzt. 3. So, ich zeige es euch gerade mal nochmal. Einmal komplett. Bevor ich jetzt hier weiter häkel noch. Ne, so rum. Entschuldigung. Gerade überlegt. So, da haben wir einmal den Rücken. Ja. Und hier ist einmal vorne. Ja. Wenn euch das dann zu viele Maschen sind, das ist jetzt hier halt, weil wir ja hier die Reihe mit dazu genommen haben, weil wir hier in Spiralrunden übergegangen sind, ist ja jetzt hier die Reihe mehr. Wenn euch das hier vorne zu viele Maschen sind, dann geht einfach hin und nehmt, ich würde das unter den Armen machen, dass ihr einfach Maschen zusammennehmt. Ja, aber genauso könnt ihr auch Maschen, wie gesagt, noch einfügen. Ja, so. Und dann hat sie ihr kleines T-Shirtchen. Wie gesagt, da kommen jetzt noch ein paar Reihen dran. Und dann zeige ich euch den Abschluss, wie ich das hier bei meinem gemacht habe. Und die Arme machen wir noch zusammen dran dann. Aber jetzt wird erstmal ein wenig nach unten gehäkelt. So, ich habe jetzt meinen Abschnitt noch dran gehäkelt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen, die noch dran sind, seit wir oben den Ausschnitt zusammengenommen haben. Und jetzt würde ich sozusagen das Bündchen dran häkeln. Ich bin jetzt hier, ich hoffe, ihr seht das ganz gut, direkt sozusagen unterm Arm. Und da werde ich diesen Wechsel reinhäkeln für dieses Bündchen. Ja. So, dann schauen wir mal. Dass wir das gut hinkriegen, dass ihr das gut seht. Und zwar, ich wechsle jetzt einfach in die vorderen und hinteren Reliefstäbchen, aber die erste Reihe mache ich ganz normal mit Stäbchen. Das heißt, in jede Masche sozusagen kommt ein Stäbchen. Hier in den Zwischenraum häkle ich drum herum, aber hier bei den Stäbchen kommt jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, und da wir hier ja die 3 haben, starte ich hier. Also tue ich eine Masche einfach überspringen. So, und in jede Masche ein Stäbchen. Und wie gesagt, hier umhäkle ich die Masche. Ihr könnt auch einstechen in die Masche, wenn euch das besser gefällt. Das ist euch selbst überlassen. Aber ich umhäkel die Masche. Und jetzt mache ich einfach, bis ich wieder vorne am Anfang bin, alles nur Stäbchen. So, und jetzt sind wir sozusagen an der Stelle, wo wir eben angefangen haben mit unseren Stäbchen. Das heißt, hier kommt noch ein Stäbchen rein. Und hier fangen wir jetzt an mit diesen vorderen und hinteren Reliefstäbchen.
Das heißt, wir gehen diesmal um das ganze Stäbchen herum, holen den Faden und ziehen ihn durch die Schlaufen. Und das nächste Mal sozusagen von hinten. Holen den Faden und dann kriegt ihr dieses Muster rein. Dieses Mal von vorne, Umschlag und von hinten nach vorne zur Masche stechen. Und von vorne nach hinten. Und dadurch kriegt ihr dieses Muster. Und das mache ich jetzt auch einmal auf alle Fälle rum und noch eine zweite Runde sozusagen drüber. Mir gefällt das mit diesem kleinen Bündchen, mit diesen 3 Reihen ganz gut. Und dann sieht das nachher so aus. Ja. Und wie gesagt, das sind, was sind das hier? 4, 1, 2, 3, da sind es 4 Runden. Ja. Und das macht ihr jetzt einfach so durchgehend. Bis ihr zufrieden seid, bis ihr sagt, ja, so reicht mir das. So finde ich es in Ordnung. Und dann ist euer Bündchen sozusagen fertig. Genau. Aber das zeige ich euch dann auch gleich nochmal, wie es dann bei mir fertig aussieht und wie es an den Armen dann weitergeht. Ich bin jetzt auch schon bei meinem zweiten Knäuel. Also 2 Knäule kann man hier bei ihm, bei dem kurzen schon rechnen. Da haben wir einmal hier das erste, das sind 224 Meter circa. Und da ist der zweite. Ja, also 2 Stück. Aber ich denke, das reicht auch für die Ärmelchen. Sie wollt ja kurze Ärmelchen dran haben. Ist noch genug da. Genau. Dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn wir wieder hier sind und hier der Wechsel nochmal ist. Zeige ich es euch nochmal. So, ich bin jetzt wieder am Übergang von meiner Reihe. Und schauen wir mal, ob das soweit... Ja, also bei mir passt es jetzt von den Reliefstäbchen her. Seht ihr, das ging genau bei mir auf. Wenn das nicht bei euch aufgehen sollte, dann könnt ihr die Stäbchen ja einfach gerade zusammenfassen, dass ihr nochmal im selben Muster seid. Das habe ich hier bei dem auch gemacht. Ich muss gerade mal gucken, wo. Hier. Da habe ich das auch gemacht, damit das nachher einheitlich läuft. Ja, und nachher, wenn das so liegt und hängt, das geht unter. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Das ist eine Sache, die kann sein, und dann fasst ihr die Stäbchen einfach zusammen und häkelt dann einfach in eurem Muster weiter. Oder ihr macht halt zweimal dasselbe Reliefstäbchen. Das wird wahrscheinlich auch nicht auffallen. Und dann, denke ich mal, geht das alles. Genau. Ja. Ich häkel hier jetzt, wie gesagt, noch diese Reihe drüber. Und dann mal schauen, ob noch eine drüber kommt, dass wir bei 4 sind. Das zeige ich euch dann aber gleich noch. Und hier den Arm machen wir dann auch noch gleich zusammen. So, jetzt sind wir schon wieder am Übergang. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das hier jetzt beenden werde. Dann sind das die 3 Runden.
Dann zeige ich euch gerade den Abschluss und dann starten wir auch direkt an einem der Arme. So, ihr seht es ja, hier ist der Übergang. Ich werde hier jetzt noch mal einmal komplett durchziehen, also ein halbes Reliefstäbchen machen und hier dann nur noch eine Kettmasche und hier. Ja, so ist meistens mein Abschluss und dann schneide ich den ab, ziehe ihn durch, ziehe es fest und ihr seht es, es ist kein Hügel sozusagen zu sehen, also nicht, dass ihr da diesen Übergang habt. Den Faden hier vernähe ich später. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal hier an einem der Arme. Machen wir gerade ein bisschen Garn runter. So, wir machen unsere Schlaufe. Das ist mir jetzt zu viel. So. Und ich starte immer unten am Arm, wo ich die Maschen eingefügt habe oder halt das, was unter der Achsel ist, einfach. Einmal rein. Na. So. Ich steche die Nadel komplett durch, also um die Masche herum. Hole mir hier einfach den Maschenanfang durch. Den Faden hier lege ich mir hier rüber, damit ich ihn gleich mit vernähe. Und dann gehe ich 3 Luftmaschen nach oben, damit ich direkt hier mit dem Muster sozusagen starten kann. Ja, das sind jetzt 3, wir machen noch eine 4., damit wir hier nachher nur noch zusammenfügen müssen. Und dann kommt in den nächsten Zwischenraum hier die nächsten 3 Stäbchen. So, den Faden hier lasse ich, wie gesagt, jetzt immer mitlaufen. Der kann da ruhig mitgehen. So, eine Luftmasche und in den nächsten Zwischenraum 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und hier in den nächsten Zwischenraum auch nochmal 3 Stäbchen. 2 und 3. So, und dann lauft ihr ganz normal, wie sonst, wie bei dem Muster vorhin auch, einmal komplett. Also Luftmasche drumherum, in jedem Zwischenraum 3 Stäbchen, bis wir wieder vorne sind. Das machen wir mal gerade und dann schauen wir uns da mal noch den Übergang an. So, jetzt haben wir hier noch mal den Zwischenraum. 3 Stäbchen und eine Luftmasche bitte. Und dann hier in den Zwischenraum auch 3 Stäbchen. Und dann sind wir schon wieder an unserem Übergang. Und den, ihr seht es, da ist ja sind unsere 3 Luftmaschen. Das heißt, hier haben wir noch kurz die Luftmasche und stechen hier in
in den Zwischenraum ein, wo wir eben gestartet haben, und machen noch 2 Stäbchen. So, dann hier eine Kettmasche und dann starten wir hier wieder ganz normal mit unserem Stäbchen. Also ich gehe da nicht mehr hoch oder sowas, sondern lasse das einfach mit der Masche hier hochlaufen. Und dann wieder die 3 Stäbchen in den Zwischenraum. Eine Luftmasche und wieder in den Zwischenraum die 3 Stäbchen. Und das wird jetzt so rundherum gehäkelt einfach, bis euch der Arm gefällt, bis er euch lang genug ist. Und dann gehe ich da auch wieder in den Übergang von diesen Bündchen einfach rein. Ich hoffe, ich war jetzt im Bild. So, und hier dann nachher auch, das zeige ich euch aber jetzt gleich nochmal. Dann habt ihr hier nochmal den ganzen normalen Übergang sozusagen. So, hier nochmal in den Zwischenraum 3 Stäbchen und eine Luftmasche und dann einfach hier in die Masche einstechen und 3 Stäbchen, eine Luftmasche. Und dann habt ihr diesen Übergang einfach. Aber wie gesagt, das macht jeder, wie er das kann und weiß. Ich mache es immer so, weil ich finde, das fällt nicht so stark einfach auf. Ja, und jetzt häkle ich noch so ein bisschen, bis mir der Arm lang genug ist. Und dann zeige ich euch noch mal das Bündchen, wie wir das hier dran kriegen. Also bis gleich. So, ich habe jetzt insgesamt 4 Runden gehäkelt. Ihr seht es, hier ist sozusagen der Übergang. Hier unten haben wir gestartet. Und jetzt gehe ich wie eben bei dem Bündchen hin und steche einfach in die zweite Masche ein und gehe über in jede Masche ein Stäbchen zu häkeln. Also genauso wie vorhin an dem Körperteil das Bündchen. Hier unten. Und so wird das jetzt hier am Arm auch gehäkelt. Also ich gehe jetzt einmal rund mit den Stäbchen und mache danach, wenn ich wieder vorne angelangt bin, abwechselnd vordere und hintere Reliefstäbchen, damit das sich in dieses Bündchenmuster einfügt. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Aber ich mache das jetzt gerade noch fertig und danach zeige ich euch das Endergebnis, dass ihr es einmal komplett seht. Von dem Bündchen mache ich jetzt genauso viele Runden, also 3 Stück, so wie an dem anderen, damit das halt gleich aussieht einfach. Da könnt ihr aber so viel machen,
wie ihr möchtet. Das ist genauso wie, ihr könnt die Ärmel so lang machen, wie ihr möchtet. Also wie das euch gefällt. So lang häkelt ihr und dann danach macht ihr euer Bündchen dran. Ihr könnt es aber auch so lassen. Ihr braucht gar kein Bündchen. Ihr könnt das dann auch natürlich so lassen, wenn euch das so besser gefällt. Weil vorne den Ausschnitt, den lasse ich so, den V-Ausschnitt. Ich finde, da muss nichts mehr hin. Aber da könnte man zum Beispiel auch noch mal ansetzen und ein Bündchen häkeln, wenn man das möchte. Wenn einem das jetzt zum Beispiel zu tief ausgeschnitten ist, dann kann man da noch ein Bündchen dran setzen oder ja, wie es euch halt, wie gesagt, besser gefällt, könnt ihr euch da noch ein Bündchen dran machen. Das steht euch offen. Und den würde ich dann genauso machen wie die anderen Bündchen am T-Shirt, damit das halt einheitlich aussieht. Ja, dann zeige ich euch jetzt gleich nochmal das Endergebnis. So, jetzt sind wir gleich wieder am Ende. Und da verfahre ich wie bei dem anderen auch. Ich mache erst das halbe Reliefstäbchen, gehe in die nächste Masche und mache den Abschluss. Ziehe feste zu, schneide die Wolle ab und das. So, von der Wolle habe ich jetzt noch ein bisschen was übrig. Das ist noch fast ein halbes Knäuel. Zeige ich euch auch gleich. Als erstes zoome ich euch jetzt mal ein bisschen raus. So, das ist das Knäuel, was jetzt noch übrig ist. Und hier ist der fertige Ärmel. Und das kleine Top. Mit einem süßen kleinen V-Ausschnitt dabei. Gefällt, wie gesagt, mir persönlich sehr gut. Hier, wie gesagt, könnt ihr auch noch ein Bündchen dran machen, aber ich werde es so lassen. Das gefällt mir so am besten. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, und das ist alles sozusagen von dem V-Ausschnitt. Ein kleiner Pullover. Hier könnt ihr ja so lang häkeln, wie ihr wollt. Und wie gesagt, an den Armen ja auch. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne ein kostenloses Abo da lassen, wenn ihr möchtet. Und natürlich würde ich mich auch über eure Anregungen und Kommentare freuen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, tschüss!